Man muss nicht reich sein, um das Establishment zu ärgern. Zumindest Anfang der 80er Jahre ist es so. Und ganz besonders dann, wenn man sich in Deutschland ein Sportcoupé kaufen will. Da gibt es nämlich für 26.000 Mark den Ford Capri als 2.8 Injection. Das ist die letzte Ausbaustufe dieses Klassikers. Wir hören diesen wunderbaren V6-Motor hier im Hintergrund grummeln. Und wir von der Bremen Classic Motor Show erzählen euch die Geschichte des letzten und vielleicht besten Capri. Aber erstmal machen wir den Motor aus und beschäftigen uns ein bisschen mit seiner Technik. Als Sechszylinder gibt es den Capri natürlich schon von Anfang an und auch als Sportmodell namens RS 2600. Aber das findet 1973 nach der Ölkrise keinen Nachfolger. Es gibt zwar einen Capri mit 3-Liter-Motor, aber der ist eher komfortbetont. Der wirkliche Nachfolger des RS 2600 erscheint erst 1981, als der Capri im Grunde schon sowas wie ein Auslaufmodell ist. Denn dann kommt er mit dem 2,8 Liter Einspritzermotor aus dem Ford Granada. Im Granada ist es eher ein komfortabler Blubbermotor. Den Capri macht er aber tatsächlich zum Sportgerät, das in 8,2 Sekunden von 0 auf 100 rennt und 210 km/h schnell ist. Damit hat er am Ende seiner Karriere nochmal richtig Rückenwind und erlebt eine Renaissance, bevor er 1984 vom deutschen Markt verschwindet. Und im Grunde ist es auch passend, dass dieser Motor in diesem Auto dann eingebaut wird, weil auch der Köln V6 geht auf die 60er Jahre zurück und der Capri bleibt auch als Auto der 80er in seinem Herzen ein Auto der 60er Jahre. Es gibt natürlich eine Modellpflege, das können wir uns jetzt mal anschauen. Der Capri 2 wird 1978 zum Capri 3, aber das sind nur relativ geringe Retuschen. Wir sehen es hier, die Motorhaube wird ein bisschen runtergezogen, er bekommt Doppelscheinwerfer, neue Stoßstangen und einen neuen Grill. Ansonsten aber hinten bleibt er ganz der alte und ganz der alte bedeutet, er bleibt eigentlich ein Capri 2, so wie er 1973 auf den Markt gekommen ist. Und es verändert sich noch nicht mal die relativ antike Fahrwerkskonstruktion. Das heißt, die Starrachse an Blattfedern bleibt. Übrigens, damit ist der Capri das letzte deutsche Auto, das serienmäßig in dieser Konfiguration gebaut wird. Seiner Attraktivität tut es aber überhaupt keinen Abbruch, weil ein Capri ist ein Capri ist ein Capri, trotz aller Modellpflegen. Und das bedeutet, dass er natürlich immer noch dem klassischen Ford Mustang Erfolgsmodell aus den 60er Jahren folgt. Lange Haube, geschwungene Dachlinie, kurzes Heck. Das hat den Ford Mustang zum Erfolg gemacht und Ford Köln hat das ab 1969 mit dem Capri kopiert und so bleibt er auch. Wir sehen, dass es kein ganz neues Auto mehr ist, zum Beispiel an den kleinen 13 Zoll Rädern, die damals Anfang der 80er Jahre keiner seiner Konkurrenten hat. Aber wir sehen natürlich auch, dass zum Beispiel hier mit dem schnittigen Dekor im Stil der 80er Jahre nochmal ein Versuch gemacht wird, den Capri leicht zu modernisieren. Im Grunde ist er aber immer noch der Urentwurf, der damals ein absoluter Trendsetter war auf dem Markt der Coupés und der zu Recht wirklich von allen Wettbewerbern damals kopiert worden ist. Die einschneidendste Modellpflegemaßnahme, die der Capri in seinem langen Leben erlebt, ist diese Heckklappe hier. Die kommt allerdings schon 1973 mit dem Capri 2 und offenbart einen relativ überschaubaren Kofferraum. Und das war es dann eigentlich schon in der ganzen Zeit. Und tatsächlich ist es so, dass die Capri-Fans bis zum heutigen Tag nicht ganz einig sind, ob der Capri 3 überhaupt ein Capri 3 ist oder, wie es offiziell im Ford-Werkstatthandbuch steht, nur ein Ford Capri 2-78. Das sind natürlich Petitessen. Wir wollen uns lieber mal damit beschäftigen, wie man heute mit so einem Ford Capri fährt, wie er sich anfühlt, wie er klingt und ob er auch heute noch glücklich macht. Auch das ist das Schöne am Ford Capri. Er ist zwar ein Kultklassiker, aber er ist immer bezahlbar geblieben. Selbst mit dem großen 2,8 Liter Motor kostet er in gutem Zustand nicht viel mehr
als 15.000 bis 20.000 Euro. Und dafür gibt es wirklich ein sehr, sehr solides Exemplar. Dieses hier nicht, obwohl es auf der Bremen Classic Motor Show zu sehen sein wird. Aber es gibt auf der Messe natürlich auch immer viele, viele verkäufliche Autos. Und da ist auch immer mal wieder ein attraktiver Ford Capri dabei. Also Vorsicht, Liebesgefahr auf der Bremen Classic Motor Show. Einfach mal schauen und sich begeistern lassen. Wir sind immer sehr glücklich darüber, dass wir viele bezahlbare Klassiker im Angebot haben. Der Besuch lohnt sich. Ich fühle mich hier wie am Filmset von Die Profis. Und diese englische Erfolgsserie ist es ja auch, die den späten Capri nochmal richtig populär macht. Ansonsten, das Armaturenbrett des Capri 3 ist das Armaturenbrett des Capri 2, was aber überhaupt nicht stört, weil ich habe hier ein wunderbares Sportlenkrad, mit dem möchte ich zwar nicht verunfallen, aber es liegt ganz wunderbar in der Hand, ist klein und knackig. Ich habe einen Tacho bis 220 und einen Drehzahlmesser bis 7000 Umdrehungen und zwar ohne roten Bereich. Und ich habe auch einen Schalthebel, da entdecke ich nur einen 4. Gang tatsächlich. Das ist der frühe Capri 2.8. 5-Gang gab es erst später und der 4-Gang Einspritzer Capri, der drehte mal ganz locker über 6000. Was aber natürlich dieser Granada-Motor, der ja ein sehr dauerhafter und durabler Motor ist, ohne weiteres verkraftet hat. Vor allen Dingen habe ich hier ganz wunderbare Recaro Sportsessel, die richtig kraftvoll zubeißen, schön straff sind und einen schönen Seitenhalt bieten. Die machen wirklich Appetit, jetzt mal auszuprobieren, wie sich dieser wunderbare Capri 2.8i von 1981 im heutigen Verkehr so anfühlt. Das probieren wir gleich aus. Ich freue mich. Auch wenn es jetzt warm wird im Capri, das Fenster müssen wir zumachen, damit ich hinterher zu verstehen bin. Der Sound ist natürlich genial, weil dieser 2.8er vollkommen anders klingt, so ein bisschen räudig durch die Abgasanlage und nicht so smooth wie im Granada. Das passt ganz hervorragend zum Capri und seiner Charakteristik. Handlich ist er auch, das liegt aber natürlich erstens an diesem Sportlenkrad und dann hat er eine wirklich schöne, präzise und auch direkte Lenkung. Hier eine schöne Rückmeldung. Das gefällt mir sehr gut. Der Sitzkomfort ist klasse. Das schmerzt zwar ein bisschen, weil eigentlich habe ich ein zu breites Gesäß für diese Sitze, aber doch, die sind wunderbar, geben sehr viel Seitenhalt, sind schön straff. Die Schaltung hakelt so ein bisschen, die könnte ein bisschen präziser sein, die ist zwar sehr definiert, aber man merkt, die Gassen sind so ein bisschen zu lang und das könnte ein bisschen mehr aus dem Handgelenk gehen, weil es natürlich ein Jammern auf hohem Niveau ist hier im Capri. Ach, das ist nett. Das ist richtig nett. Er macht richtig Betrieb, kommt sich auch deutlich schneller vor, als man eigentlich ist. Beim Abrollkomfort ist er allerdings auch ein Auto der 60er Jahre, also er lässt einem über gewisse Unebenheiten nicht im Unklaren. Das Thema Abrollen und Federungskomfort, das ist nicht erstes Talent des Capri, aber das stört ja nicht. Der letzte deutsche Pkw mit blattgefederter Starrachse in Serie, auch das ist natürlich so ein Superlativ, das man sich erstmal erarbeiten muss und das spürt man auch beim Fahren, das ist tatsächlich so. Aber dieses etwas Herbe macht überhaupt nichts aus, wenn man damit unterwegs ist. Das ist wirklich ein großer Spaß und ein ganz, ganz müheloses Fahren mit diesem 2.8er Einspritzer. Es gab ja dann auch noch eine Sonderserie 2.8 Turbo, der ging noch mal besser. Aber
Der normale Einspritz-Capri reicht ja vollkommen aus. Auf einer schlechteren Wegstrecke würden wir jetzt auch echtes Versetzen erleben. Das sehen wir hier ansatzweise schon, wenn hier in den Kurven irgendwelche Wellen kommen. Und wenn wir ihm jetzt auf der Autobahn richtig zeigen würden, was los ist, dann würde er wahrscheinlich deutlich über 6 drehen, weil er ja nur die Viergang-Version ist. Aber diese Mischung aus Souveränität und so ein bisschen Rauheit, die spricht mich ganz außerordentlich an. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, weil der Capri ja heute noch eine richtig, richtig große Fanbase hat und die hat er wirklich ganz zu Recht. Ah, wie schön. Also dafür, dass der Capri damals das Nice-Price-Angebot in seiner Klasse war, hat er ja wirklich einen ganz enormen Gegenwert geboten. Man darf das nicht vergessen, 25.950 Mark hat er gekostet, als er 1981 kam, als 2.8 Einspritzer. Und da ist er auf Konkurrenten gestoßen wie den sehr viel teureren Mercedes 280 SLC, also der hat sich schon auf die 40.000 zubewegt damals. Aber auch zum Beispiel der Opel Monza als 3.0e war deutlich teurer. Der hat auch schon über 30.000 Mark gekostet. Es gab den Porsche 924, der überhaupt nicht mithalten konnte hier mit dem Capri. Auch der Alfa Romeo GTV 6 ist damals in dieser Klasse gefahren. Und die hat er alle mehr oder weniger stehen lassen damals. Also das war schon ein außerordentlich attraktiv geschnürtes Paket damals. Zurückgehend auf den großartigen Bob Lutz, der damals Ford-Chef in Deutschland war. Und der hatte ja eine lange Vergangenheit, wenn es um sportliche Autos geht. Bob Lutz war der Fahrdynamiker, der vorher bei Opel den GT möglich gemacht hat. Bob Lutz war der Wahnsinnige, der den BMW 2002 Turbo mit der Spiegelschrift auf dem Spoiler möglich gemacht hat, 1973, pünktlich zur Energiekrise. Und Bob Lutz ist auch derjenige, der den Capri mit dem 2.8 E-Motor forciert hat. Den hat er im Prototypenstadium als sein persönliches Auto benutzt, in Schwarz, das ist überliefert. Und war davon und auch von dem Dampf dieses Autos und der ganzen Charakteristik so begeistert, dass er ihn dann noch in Serie gebracht hat 1981. Das ist deshalb bemerkenswert, da eigentlich schon festgestanden hat, dass der Capri kein langes Leben mehr hat. Tatsächlich ist er dann 1984 schon aus dem deutschen Programm genommen worden und 1986 aus dem britischen Programm. Umso interessanter war es, dass es diese Power-Version dann dank Bob Lutz dann noch gegeben hat. Herr Lutz, vielen Dank. Sie haben uns ein wirklich sehr, sehr vergnügliches Auto geschenkt. Bob Lutz lebt noch, der ist 92 und vielleicht schaut er ja manchmal Autovideos. Ich habe übrigens auch eine persönliche Geschichte mit dem Capri 3. Ich hatte damals auf unserem Kleinstadtgymnasium zu Schifferstadt in der Pfalz einen guten Freund namens Albert. Und Albert hatte einen Capri 3 in dunkelblau. Aber natürlich keinen 2.8er, weil das war ja weit weg, wenn du damals irgendwie Abiturient warst, sondern Capri 1.6. Da hat er aber so an der Abgasanlage rumgespielt, dass der geklungen hat, wie jetzt hier unser 2.8er. Vor allen Dingen hat er den Schalthebel damals demontiert und hat statt des Originalknaufs einen riesigen weißen Badezimmerhandtuchhalter von Villeroy und Boch montiert. Der stand bis ungefähr hier und daraufhin hieß der Capri damals bei uns auf dem Kleinstadtgymnasium der Phallus Capri. Also Albert, wenn du dich erinnern kannst und dieses Video siehst, ich habe allerbeste Erinnerungen an deinen Phallus Capri damals in den 80er Jahren. Es bleibt nichts unvergessen.
Ich bin mal wieder ganz hin und weg, was für ein charmantes Auto so ein Ford Capri ist. Dabei ist es ganz egal, ob es ein früher oder später Capri ist. Nichts an ihm ist kompliziert oder kapriziös und ich glaube, das ist auch sein Erfolgsrezept. Wir haben einfach nur einen starken Motor in einer attraktiven Karosserie und das rustikale Fahrwerk stört dabei gar kein bisschen. Das macht alles nochmal spürbar und erlebbar, warum der Ford Capri eine solche Bedeutung hat in der Automobilgeschichte und für die Geschichte der Marke Ford. Ja, ich werde ihn leider nicht mit nach Hause nehmen können, auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen schockverliebt habe. Wenn ihr euch auch begeistern könnt für sportliche Ford-Modelle, dann schaut mal rein auf unseren Kanal der Bremen Classic Motor Show. Da gibt es noch mehr Filme zum Thema Ford, zum Beispiel den Biedermann- und Brandstifter-Vergleich zwischen Ford Capri 1500, der Frugal-Version, und dem Sportmodell Capri RS 2600 oder eine flotte Ausfahrt im Ford Sierra Cosworth. Abonnieren lohnt sich. Wir haben noch neue Fahrberichte und Zeitreisen in Vorbereitung. Schaut rein, wir sehen uns. Bis bald.